Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich mein neues Werkzeug für die Modelliermasse auspacken. Das ist ein neues Extruder der Firma Lucy Clay Tools. Ich hinterlasse einen Link in der Beschreibung des Videos, wo ihr diesen beschaffen könnt. Und jetzt schauen wir mal, was alles in der Packung drin ist. Der Extruder selbst ist 20 cm lang. In der Packung dabei ist ein Schmiermittel für die Dichtungsringe sowie eine Reinigungsbürste. In dieser könnt ihr dann den Extruder nach der Benutzung reinigen. Das solltet ihr jedes Mal, also nach jeder Benutzung, wirklich reinigen. Zu diesem Extruder dazu könnt ihr natürlich LC-Discs kaufen mit verschiedenen Schablonen. Hier seht ihr welche, die ich auch gekriegt habe. Wir trennen eins ab. Überschüssiges Metall schneiden wir ab von den Seiten, damit es auch reibungslos reingesteckt werden kann. Den Deckel schrauben wir ab, legen diese Platte mal da rein und schrauben es wieder zu. Wir nehmen mal die Modelliermasse und kneten das ganz gut weich. Fimo oder die Knete soll richtig gut weich sein, denn desto leichter ist es danach zu kurbeln. Dieses Zylinder mit Dichtungsringen stecken wir dann im Nachhinein und schrauben das danach alles wieder zu. Dieses Teilchen schrauben wir ab, da es für eine Akkubohrmaschine benutzt wird, also damit ihr das schneller kurbeln könnt. An dieser Stelle schrauben wir den Griff an.
Den Sechskantmutter schrauben wir, also ich habe was anderes genommen, aber ihr sollt hier den Sechskantschlüssel nehmen, das wird leichter und besser sein. Und dann fangen wir an zu kurbeln. Das geht ganz leicht. Also wie gesagt, je weicher das Fimo ist, desto besser wird es auch rausgepresst. Wir schneiden jetzt Fimo in gleich große Stücke ab und verbinden die Teile dann anschließend.
Am Ende kriegen wir ein ganz schönes Kaleidoskop mit diesem Muster. Es gibt ja wie gesagt verschiedene LC-Discs mit verschiedenen Mustern. Diese könnt ihr euch auf der Homepage von Lucy Clay Tools anschauen. Den Link hinterlasse ich auch in der Beschreibung. In meinem nächsten Video werde ich auch diesen Extruder nutzen.